Willkommen zu einem neuen Webflow-Tutorial. Heute bauen wir zusammen eine vertikale Sidebar-Navigation, wie du sie hier links sehen kannst. Und die habe ich hier auf dieser Raw Materials Design Agenturseite gefunden. Und die ist nicht in Webflow umgesetzt, enthält trotzdem sehr viele fancy, verrückte Inhalte, die man sich mal zur Inspiration einfach mal ein bisschen anschauen kann. Und da habe ich eben genau das gesehen. Hast du gerade gemerkt? Also die Navigation ist sozusagen für verschiedene Sektionen in diesem One-Pager. Ja, ist eine One-Pager-Agenturseite. Und das hat man doch auch oft bei Kunden, die dann eben eine längere einseitige Website haben. Und da finde ich es ganz cool, dass sozusagen der Navigationspunkt sich vergrößert, sobald man eben in diesen Bereich dann kommt. Ja? Wenn man jetzt hier in den zweiten geht und dann in den ersten, verändern sich immer die Höhe. Wir versuchen das Ganze mit der nativen Standard-Webflow-Navigationskomponente eben zu bauen. Und ich habe jetzt hier, wie du das wahrscheinlich auch oft hast, eben einen Page-Wrapper, der sozusagen alle Inhalte der Website-Seite enthält. Und innen drin ist dann der Main-Wrapper, ja. Den habe ich auch hier auf Tag Main gestellt und darin sind die ganzen Sektionen der Seite. Und wenn wir uns jetzt hier mal eine Navigation eben reinholen, dann würden wahrscheinlich die meisten, scrollen wir jetzt nochmal hoch, diese Navigation jetzt mit Position Fixed auf die linke Seite sozusagen setzen. Das geht zwar schnell und man kann sicher sein, dass immer die komplette Seite gefüllt ist, ja, von der Höhe her und so. Das Problem ist, dass ich jetzt diesen Main-Wrapper eben auch diese 10 EM Abstand hier geben müsste, um immer das auszugleichen, ja, dass man nichts darunter versteckt. Und wenn wir jetzt aber mal flexibel sein wollen in der Größe und zum Beispiel einen breiteren Screen haben, könnten wir eigentlich die Navigation auch ein bisschen breiter machen lassen. Ich glaube, das haben die hier gar nicht so gemacht. Wenn ich das hier mal kleiner mache, verändert sich links die Navigation nicht. Aber wir wollen ja alles, was wir so bauen, versuchen mit einem Optimalfall irgendwie zu erstellen. Und da habe ich mir einfach gedacht, wir könnten das hier mal so machen, dass wir nicht mit Position Fixed arbeiten, sondern ganz normal eben hier die Position rausnehmen, ja, und trotzdem die Navbar quasi in der Höhe auf 100 SVH stellen wir die mal, dass sie also immer den Viewport-Screen füllt und können dann den Page-Wrapper, ja, mit Flexbox horizontal anwenden. Und jetzt können wir den Main-Wrapper hier, die 10 EM Margin nehmen wir mal wieder raus. Und den können wir jetzt aber hier auf Sizing auf Grow if Possible stellen. Und der füllt jetzt sozusagen immer die komplette Breite aus. Und wir können jetzt auch hier in der Navbar quasi einfach die Breite verändern. Wir können sie jetzt auch prozentual quasi ansetzen. Und dann wird eben der Content entsprechend größer oder kleiner, weil wir ein größeres Screen haben. Also so habe ich gedacht, wäre das mal ganz nett, das mal auf eine andere Weise zu bauen. Jetzt hast du natürlich das Problem, dass die wegscrollt, aber das können wir auch leicht beheben, indem wir hier bei Position einfach Sticky verwenden und da auf 0 gehen und jetzt müsste die auch die ganze Zeit hier im Viewport mitscrollen. Genau, haben wir das also schon mal parat. So, jetzt geht es hin, dass wir hier in die Navbar, können wir auch Navbar benennen. Das ist eigentlich ganz gut. Machen wir hier nochmal ein Navbar Inner-Element rein, damit wir im Prinzip brauchen wir hier den Container gar nicht an der Stelle. Wir haben jetzt eine vertikale Navbar, das heißt, den schmeißen wir hier einfach raus. Und dann haben wir hier das Brand, machen wir einfach mal Navbar Logo. Dann haben wir hier die Navbar, das Navbar Links. Wrapper können wir das mal nennen. Und hier innen drin, die löschen wir raus. Drinnen brauchen wir nämlich einen Link-Block. Und der Grund ist, wir haben ja 2 Textelemente, soweit ich das in Erinnerung habe. Einmal so eine Zahl und einmal, dupliziere ich das nochmal, einmal ein Text. Ich glaube, das erste war Hello. Und das heißt, dieser Link-Block, benennen wir auch mal Navbar Link-Block, den machen wir mal 100% und auch das Logo machen wir 100%. So, dann schiebt er nämlich, weil er das oben schon ausfüllt, schiebt er die Navbar-Links in die nächste Reihe. So. Haben wir hier nicht 100% drin stehen? Doch. Und jedes von diesen Navbar-Link-Blöcken soll eine Hintergrundfarbe erstmal bekommen, dass wir das jetzt erstmal sehen und ein EM Border-Radius. Und dann haben wir natürlich auch bei diesen Wrapper noch ein bisschen Padding, vielleicht 1,5 EM müsste das jetzt sein, wenn wir das ausgleichen wollen, was wir hier auch bei dem Main-Wrapper eben haben. Und dann könnten wir jeden von diesen Links erstmal eine Mindesthöhe geben, 6 EM, ja, sieht gut aus. Und da machen wir auch vertikal Flexbox rein und drücken quasi diese ganzen Elemente da drin nach oben und unten und geben dann auch nochmal 1 EM mit gedrückter Alt-Taste. Kann man das nochmal hier machen, dass wir überall
den Abstand nochmal so ein bisschen haben und es schön luftig wird. So, wir können hier auf jeden Fall jetzt die Größe ein bisschen verändern. Das ist genau das, was ich meine. Man möchte hier ein bisschen flexibel sein. Dann muss man jetzt nicht irgendwo anders wieder dieses Padding einstellen. Und so funktioniert es erstmal ganz gut. Dann machen wir hier den Text Underline raus. Wir machen eine Farbe, erstmal dieses Schwarz oder ich weiß gar nicht, was ich hier habe. Nehmen wir das einfach, Create, und gehen jetzt hier in die rein und machen hier die Farbe. So, Navbar Link Number können wir das benennen. Die machen wir ein bisschen kleiner. Vielleicht 0,8. Und das hier wäre Navbar Link Text. Den lassen wir in der Größe erstmal so, wie er ist. Das ist eigentlich der Aufbau, wie wir ihn brauchen. Wenn ich das jetzt dupliziere, sieht man, dass die genau untereinander kleben. Und deswegen müssen wir auch auf den Link Wrapper nochmal vertikal Flexbox anwenden und das Ganze dann mit einem 1 EM, da können wir sogar ein bisschen weniger gehen, vielleicht 0,75. Und dann hätten wir im Prinzip jetzt diese Elemente da. So, wenn es jetzt darum geht, zum Beispiel diese Farben hier rauszuholen, dann mache ich das meistens so, dass ich mir einfach da so einen Screenshot mache und den kann man sich jetzt hier ja einfach kurz mal reinziehen. Und dann könnten wir jetzt hier hingehen und sagen, der erste ist standardmäßig die Farbe, die wir jetzt hier auch haben. Und den lassen wir auch so, denn bei dem machen wir keine Combo-Class, dann können wir in den auch immer gut reingehen und nochmal Sachen bearbeiten und die wirken sich ja dann auf alle anderen aus. Bei den anderen müssten wir jetzt allerdings immer is_to zum Beispiel mit reinmachen, um eine weitere Farbe eben zu integrieren. Ja? Und dementsprechend auch können wir hier aber jetzt schon mal hingehen und sagen, gut, die Farbe machen wir doch, glaube ich, überall weiß, genau. Und wenn ich den jetzt dupliziere, ja, müssen wir hier jetzt is_free zum Beispiel machen und machen dann nochmal eine andere Hintergrundfarbe schwarz. Und so gehe ich das jetzt kurz durch. Wir haben jetzt im Prinzip nur noch das Navbar-Logo. Hier wäre es ja auch cool, wenn der sich die Eigenschaften eigentlich von dem Link-Block hier zieht. Das heißt, ich mache hier drinnen nochmal ein Div rein mit den gleichen Benennungen. Oder können wir das nicht hier schon? Guck mal, dann machen wir das so, dass wir hier lieber dem Navbar links nicht die 1,5 geben. Machen wir das hier nochmal raus. Und geben das dem Inner 1,5 EM. Dann haben wir das oben beim Logo eben auch schön drin. Und haben jetzt hier im Prinzip nur den Abstand, was hatten wir jetzt, 0,75 glaube ich. Das war ein EM. Und dann haben wir hier drin aber ein Element, was zumindest auch hier die Abstände schon hat, diese Mindesthöhe, und dann passt das einfach gut zusammen. Hier könnten wir dann auch eine Combo-Class verwenden, ist Logo, und die ist, glaube ich, bei denen weiß gewesen, diese erste Kachel. Und genauso die Hintergrundfarbe hier machen wir auch in dem gleichen Ton, wie hier unser Content ist. Und dann sieht es doch alles schon mal eigentlich ganz ordentlich aus. Wir haben jetzt hier die Möglichkeit, ein schickes Lotti vielleicht mit einzufügen. Haben wir hier welche drin? Ja, wir haben welche drin. Die habe ich dir natürlich schon mal rausgesucht. Packen wir hier mal so ein Lotti rein, loopen wir das Ganze und dann hast du im Prinzip hier, ja, machen wir hier auf 0, hast du im Prinzip so ein fancy, ein bisschen Abstand können wir schon machen, 0,5. Aber dann hast du hier so ein fancy Element drin. Wenn du jetzt dir das anschaust, wie hier der Main Wrapper die ganzen Sektionen hier enthält, dann wäre es für dich so logisch, dass du die immer so benennst, Section Hello, Section Work, Section Talent, also so wie auch die Sektionen heißen. Und dementsprechend vergibst du jeder Sektion eine ID. Bei mir sind die jetzt langweilig Section 1, 2, 3 und so weiter benannt, ja. Das ist wichtig, weil sonst kriegen wir nachher nicht diesen Active State in diese Navigation rein. Was jetzt auch passiert ist, wir brauchen diesen Active State, also wir haben jetzt hier die Möglichkeit, eine Sektion anzuvisieren, ja, und es funktioniert jetzt auch schon, wenn ich jetzt hier klicke, scrollt er ja zur zweiten Sektion, aber ich bekomme hier keinen Active State hin. So, das ist einfach so wie so ein kleiner Bug in Webflow. Vielleicht ist es dir auch schon mal aufgefallen. Und leichter ist es, wenn ich jetzt zum Beispiel die Combo-Class hier auch rausmache und einfach nicht zu einer Sektion verlinke, sondern zu Home. Und ich bin momentan schon auf Home. Ich bin ja auf der Home-Seite, wo wir jetzt gerade layouten. Und jetzt müsste ich definitiv diesen Current State haben. Und den brauche ich auch, um den zu stylen. Das heißt, der Current State, der bekommt jetzt einen 7, 8, 9, ja, wir wollen es machen, wie groß, vielleicht 11, gehen jetzt wieder in unseren Standard, der momentan
keine Home-Verlinkung hat, also der ist nicht auf dem Current State und hier haben wir ja die Mindesthöhe 6 EM, ja. Jetzt gehen wir hier runter und gehen auf Transition und können hier jetzt die Mindesthöhe anvisieren, vielleicht 200 mit einem Ease, passt, und haben jetzt die Möglichkeit, sobald wir das jetzt umändern und nicht mehr in eine Seite verlinken, sondern jetzt wirklich in die Section, siehst du, macht er das aktiv. Ich weiß nicht, warum. Jetzt zeigt das hier auch an, vorhin nicht. Also es ist irgendwie so ein bisschen komisch, dass das immer wieder in Webflow vorkommen kann, dass dieser Current State nicht korrekt angezeigt wird. Aber so würdest du jetzt hier alle verlinken, entsprechend eben zu den jeweiligen Sektionen. Hier kann ich jetzt auch ohne Probleme diese Combo-Class wieder dazu machen. Und siehst, dass er trotzdem das beibehält, weil er immer auf diese erste Standardklasse diesen Current State dazu addet, ja, hinzufügt. Und so hast du im Prinzip jetzt schon diese Animation, je nachdem wie schnell natürlich du scrollst. Ich habe jetzt sehr wenig Content drin. Der ganz obere Bereich hat quasi keine Navigation anvisiert und deswegen wird hier jetzt alles zugeklappt angezeigt. Sobald du anfängst, geht dieser erste rein. Du kannst auf die Weise auch die Hintergrundfarbe ändern oder irgendwas, ja. Also das ist eigentlich ziemlich cool. Eine Sache, die wir jetzt hier noch haben, die wir mal versuchen könnten zu integrieren, ist hier dieser Indikator, der jetzt natürlich scrollt mit, je nachdem, ob die Sektion eben schon fertig ist, ja. Das ist ein bisschen tricky, können wir mal gucken, ob wir das hinkriegen. Wir machen jetzt hier mal einen Div rein, Navbar link.wrapper und innen drin machen wir nochmal Navbar link dot und der ist im Prinzip erstmal, weiß ich nicht, 0,4 EM vielleicht, 0,4 EM. Auf jeden Fall weißer Hintergrund und kreisrund. Jetzt können wir diesen Navbar Link-Block erstmal Position relativ noch mitgeben und dann diesen Link-Wrapper, also diesen Dot-Wrapper mit Position absolut mal in die rechte Seite packen. So, jetzt haben wir natürlich immer so einen Abstand, der jetzt, das Padding wird von ihm quasi ignoriert, aber wenn wir es so machen, könnte das gehen. Ja, haben wir überall jetzt einen Abstand. Und jetzt ist er schon mal an der richtigen Position. Wir machen das jetzt mal so, dass du im Prinzip, wenn du es auf die Weise machst, müsstest du für jede Sektion eine eigene Animation anlegen. Ja? Also wir gehen jetzt hin und schnappen uns die Sektion 2, While Scrolling in View, Play Scroll Animation, und könnten jetzt aber hier diesen ganzen Wrapper nehmen von dem Dot und machen einen Move von, das müsste eigentlich gehen, 0%, und wenn sie vorbei gescrollt ist, sind wir auf 100%. Können wir mal schauen. So, er scrollt hier unten, jetzt scrollt er schon los, jetzt geht sie aber erst auf, okay, ist auch interessant, also bei 20%, ja, weil Webflow sozusagen erst diesen Active State hinzufügt, wenn mindestens 20% oder sowas eben im Viewport sind. Das heißt, wir könnten hier auch, können wir mal gleich gucken, ob wir das ein bisschen einfaden lassen, dann fällt es nicht ganz so auf. Opacity 0, Duplicate bei 20 sind wir dann bei 100 und trotzdem wollen wir kurz davor erst die Opacity vielleicht so in 2% hochfahren und dann bei 80 wollen wir auf die 0. Ja, er fährt rein, scrollt mit und geht dann weg. Eine andere Möglichkeit wäre noch, fällt mir jetzt gerade ein, dass wir das nicht immer pro Sektion machen, sondern diesen Indikator quasi komplett orientieren an der ganzen Navigation. Das müsste eigentlich auch funktionieren. Dem geben wir jetzt also dem Dot mal die Hintergrundfarbe, nicht weiß, sondern, na, kriege ich den zu greifen? Ja, nicht weiß, sondern von der Navigationshintergrundfarbe. Dann fällt es nämlich nicht so auf. Und jetzt könnten wir sagen, solange der Main Wrapper, und das ist ja eigentlich der alles enthält, solange der eben scrollt im Viewport, könnten wir das Ding einfach wandern lassen. Play Scroll Animation, könnte auch cool sein. Machen wir mal, duplizieren das. Das müsste eigentlich sogar schon gehen. Und geht immer so direkt raus zum nächsten. Funktioniert eigentlich auch. Mal gucken, aber am Ende müsste er gar nicht schon bei 80, sondern da könnte man auch ihn später ausfaden lassen. Ja, eigentlich ganz cool. Eine gute Lösung, die dir halt sehr gut flexibel hält. Wenn du jetzt mehrere Sektionen noch möglicherweise hinzufügst, musst du diesen Indikator nicht überall immer als Interaktion anlegen. Also finde ich eigentlich ziemlich cool. Ich würde das, glaube ich, sogar drin lassen als Idee. Und ich hoffe, du hast hier heute ein bisschen was gelernt. Falls ja, über einen Daumen hoch oder über ein Abo würde ich mich
ziemlich freuen und dann hören und sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, mach's gut.